Du musst mir helfen. Im Ernst? Muss ich das? Die Sache gestern mit Judith. Ich habe mich völlig daneben benommen. Wie kann ich das wieder gut machen? Das fragst du mich? Entschuldigt habe ich mich schon. Aber Arno meint zu Recht. Das wäre zu wenig. Sarah? Willst du meine Frau werden? Das ist aber ganz schön eilig. Hör zu, ich will dich natürlich nicht überfallen. Es ist nur so... Ich liebe dich so sehr und ich wünsche mir nichts mehr, als den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Bitte sag ja. Es geht nicht. Ich wünsche mir doch auch nichts sehnlicher, als der ganzen Welt zu zeigen, wie sehr ich dich liebe. Und warum tun wir es denn nicht? Ich habe noch ein bisschen Geduld mit mir. Dein T-Shirt kannst du gleich in den Trockner stecken. Das geht auch so. Aber dann hast du einen 1A-Salzring. Ist doch super. Ich gieße mir einfach noch eine Tequila rüber und schon habe ich eine Margarita to go. Und du willst mir wirklich helfen? Ich glaube, das wird eine ganz schöne Geduldsarbeit. Ich gehe nicht nach Hause, bevor das Teil wieder steht. Ich glaube nicht, dass wir das noch rechtzeitig schaffen. Wollen wir wetten? Du machst doch auch mit. Ich glaube, da stehen wir uns nur auf den Füßen rum, aber ihr kommt bestimmt super ohne mich klar. Ich finde es echt lieb, dass du mir helfen willst, aber es hat keinen Sinn. So ein Modell, das lässt sich nicht in ein paar Stunden kitten. Quatsch. Sieht doch gar nicht mal so schlimm aus. Deinen Optimismus möchte ich haben. Ist doch mal eine echte Herausforderung. Ein Puzzle, nur in 3D. Komm schon. Wir schaffen das. Schlafen wird sowieso überschätzt. Müsste Tanja nicht längst aus Mailand zurück sein? Die Verhandlung ist doch schon morgen früh. Sag mir nicht, dass du sie vermisst. Ja, ganz bestimmt nicht. Aber was ist denn, wenn diese Ulla Müller ihr doch gesagt hat, dass wir auf die Schliche gekommen sind? Was, du meinst, sie ist lebensmüde und gesteht Tanja, dass sie die Sache vermasselt hat? Auf gar keinen Fall, die ist längst über alle Berge. Und wenn Tanja sie angerufen hat, um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen und sie nicht erreicht hat? Natalie, wenn es so wäre, dann wäre Tanja schon längst wieder hier. Nein, nein, glaub mir, die geht davon aus, dass ihre Mutter nach wie vor bei der Müller im Keller liegt und von ihr abgefüllt wird. Hast du denn immer was von der Klinik gehört? Geht's Annegret besser? Ein Begrüßungskomitee, wie nett. Na, hast du dich noch gut mit meinem Mann amüsiert? Ab morgen wirst du von der Erinnerung zehren müssen. Wenn wir das Sorgerecht haben, steht dem Familienglück ja nichts mehr im Wege. Hannes, da bist du ja. Hallo, mein Süßer. Oh, hast du die Mami vermisst? Nicht im Geringsten. Ein Auto, ja. Na? Ach, die dumme Tante Carla, die weiß gar nicht, was sie redet. Ab morgen kann uns niemand mehr trennen. Und wehe, jemand versucht es. Aber das war doch der Kern der ganzen Therapie. Ich muss mir erst mal selbst verzeihen können, bevor ich an einen Neuanfang denke. Das verstehst du doch, oder? Ja, natürlich verstehe ich das. Aber hattest du nicht gesagt, dass du den Teil bereits in der Klinik hinter dich gebracht hättest? Im Prinzip schon. Trotzdem, bevor ich endgültig mit allem abschließen kann, muss ich noch einiges hinter mich bringen. Ich habe vielen Menschen sehr wehgetan. Jana. Jana hat uns verziehen. Und sie hat es ehrlich gemeint. Ich weiß. Ich kann es trotzdem nicht rückgängig machen. Sogar Herr Brandner hat dir verziehen. Sarah, warum quälst du dich immer noch so? Das tue ich doch überhaupt nicht. Ich habe nur verdammt viel Mist gebaut. Ich habe Menschen sehr wehgetan, die an mich geglaubt haben. Du meinst Gregor?
Ich weiß, ich kann nichts wieder gut machen. Aber Gregor und ich, wir sind immer noch verheiratet. Ich kann nicht an einen Neuanfang mit dir denken, solange ich nicht mit ihm im Reinen bin. Ich muss mich noch mal in aller Form bei ihm entschuldigen. Ja, du hast völlig recht. Es tut mir leid, dass ich eben so vorgeprescht bin. Es ist ganz einfach so, ich kann es eben nicht abwarten, bis du endlich meine Frau bist. Das bin ich doch schon längst. Ich bin so froh, dass ich wieder da bin. Du scheinst mich ja mächtig vermisst zu haben. Ja. Aber ich sag dir, Mailand war toll. Ich habe super nette Leute kennengelernt und... Oh, stell dir vor, ich könnte sogar ein Praktikum in New York machen. Ja, und? Ich bleib erst meiner Lady von Ratsache dran. Ich glaube nicht, dass ich in New York so viele Freiheiten hätte. Elisabeth lässt mich schon echt sehr viel alleine machen. Ja. Bei so viel Business Talk, da hast du sicherlich leider nicht viel Zeit zum Shoppen, oder? Gregor, natürlich. Das wäre ja sonst so wie das erste Mal in Paris zu sein und sich nicht den Eiffelturm anzusehen. Klar, klar. Was ist denn in dem Koffer drin? Das kam mir vor wie so ein Designer-Taucheranzug mit Gewichten. Ja, genau. Und die passenden Flossen noch dazu. Warte, bis du es siehst. Das ist das ultimative, endgeile Hammerteil. Tada! Und? Ich finde es sehr schön, aber ich kann es mir überhaupt nicht an dir vorstellen. Ich würde sagen, du ziehst es erst mal an. Dazu musst du das hier natürlich erst mal ausziehen. Was so viel bedeutet? Aber dann hätte ich ja fast gar nichts mehr an. Tanja, hier steckst du. Wollten wir nicht die Strategie für morgen besprechen? Gute Idee. Punkt 1. Deine Mätresse bleibt zu Hause. Nochmal können wir ihr Auftauchen wohl kaum vor Streitmann rechtfertigen. Keine Sorge, ich habe nicht das geringste Interesse daran, mir diese Lügenshow anzusehen. Ich gehe schon mal rauf. Wie wär's denn noch mit einem kleinen Schlummertrunk? Oder kurierst du noch deinen Kater aus der U-Haft aus? Du weißt schon, dass die Wissenschaft inzwischen davon ausgeht, dass Alkoholismus genetisch bedingt ist. An deiner Stelle wäre ich also auch vorsichtig mit dem guten Tropfen da. Apropos, wo wir schon mal beim Thema sind. Wie geht's eigentlich deiner Mutter? Ist die Ärmste immer noch in der Entzugsklinik? Dein Interesse ist ja wirklich rührend. Oh, ich möchte nur sicher gehen, dass sie nicht morgen nach einem ausgiebigen Frühschoppen in der Verhandlung aufschlägt und alles kaputt macht. Keine Sorge, meine Mutter ist in den allerbesten Händen. Was sagen die Ärzte denn so? Ach, sie macht Fortschritte. Der Gedanke, dass ihr Enkel bald wieder bei seinen Eltern ist, gibt ihr Kraft. Sollen wir jetzt die Strategie für morgen besprechen? Sicher. Warum kommst du denn nicht ins Bett? Weiß Tanja etwa Bescheid, dass wir Annegret in Sicherheit gebracht haben? Das glaube ich nicht. Zumindest hat sie sich nichts anmerken lassen. Aber? Naja, bei Tanja kann man sich nie sicher sein. Sie ist eine verdammt gute Schauspielerin. Stimmt. Wenn sie weiß, was los ist, meinst du, sie könnte irgendwie herausfinden, wo du ihre Mutter hingebracht hast? Ich glaube, auf die Leute in der Klinik ist Verlass. Außerdem habe ich denen eingeschärft, dass Annegret rund um die Uhr bewacht werden muss. Dann müssten wir doch eigentlich auf der sicheren Seite sein. Sobald Annegret vernehmungsfähig ist, wird sie Tanja wegen Entführung anzeigen. Tja. Aber noch ist sie nicht wieder aufgewacht.
Und wer weiß, ob sie sich überhaupt an irgendwas erinnern kann, falls sie jemals wieder zu sich kommen sollte. Annegret ist unsere einzige Chance. Sie wird bestimmt nicht vergessen haben, dass Tanja ihren eigenen Bruder auf dem Gewissen hat. Tanja landet im Knast und du bekommst das alleinige Sorgerecht für Hannes. Ja. Aber bis es soweit ist, muss ich ihr Spielchen mitmachen. Und ich hat es bald ein Ende. Jetzt muss das Teil nur noch trocknen. Seid ihr immer noch am Arbeiten? Kann ich dir helfen oder kommst du jetzt klar? Alles Roger. Bin fast fertig. Ja, Respekt. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du so lange durchhältst. Du kennst mich halt nicht gut genug. Du kannst ruhig öfter bei mir übernachten. Weil du deinen Kaffee ins Bett kriegst? Ja. Nur deswegen. Tanja kann einem echt den Appetit verderben. Ach, dann frühstücken wir eben in Zukunft im Bett. Ich denke, das ist eh viel. Naja. Hey, du Rübe, was ist los? Gregor, Rebecca. Ich dachte, du wärst noch in Mailand. Seit gestern zurück. Du kennst doch Sarah, oder? Ich glaube, ich habe mich mal dem Schneiders vorgestellt. Rebecca ist Sebastians Schwester. ach, ja klar. Hi. Hey, hab schon viel von dir gehört. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie geht's dir? Mir geht's blendend. Du bist auch wieder fit. Schön. Ja, ich bin vor ein paar Tagen aus der Therapie entlassen worden. Super. Das freut mich. Ja, ihr werdet mich entschuldigen. Ich muss wieder arbeiten gehen. Mach's gut. Wir sehen uns. Schön, dass es Sarah wieder so gut geht. Ja. Ob diese Koksnase auf dem Schloss bleibt, darüber sprechen wir noch. Das geht sie überhaupt nichts an. Ach nein? Immerhin hätte sie beinahe meinen Sohn auf dem Gewissen gehabt. Sarah hat eine Therapie gemacht. Einmal süchtig, immer süchtig. Das wissen wir doch, oder? Halt den Rand, sonst vergesse ich mich. Darling, wir müssen ein Herz und eine Seele spielen. Nicht, dass du in der Verhandlung noch ausfällig wirst und alles ruinierst. Pass auf, dass ich nicht schon vor der Verhandlung ausfällig werde und frisch verwitwet auftrete. Die Idee hatte ich auch schon. Aber leider haben wir ja nur gemeinsam eine Chance, also reiß dich zusammen. Hannes. Guten Morgen. Na, Schwesterchen, hast du dich schon an den Gedanken gewöhnt, nicht mehr für Hannes zuständig zu sein? Ist ja wahrscheinlich nicht so schwer jetzt, da das Sorgerecht nicht mehr an das Erbe gekoppelt ist. Ansgar? Du weißt ganz genau, dass es mir darum nie gegangen ist. Ich wollte nur das Beste für Hannes. Das Beste für Hannes ist, wenn er möglichst viel Zeit mit seinem Vater verbringt. Aber ab heute wird es ja glücklicherweise auch so sein. Morgen. Moin. Ihr seid schon wach um die Zeit? Hätte ich ein Tagebuch, dann wäre das glatt ein Eintrag wert. Das heißt mir schon. Wir haben es eben in Köln tanzen. Ja. Christian hat das schwule Nachtleben für sich entdeckt. Will ab jetzt nur noch Dancing Queen genannt werden. Wo sind denn die Handtücher? Im Schrank auf dem Flur neben der Badezimmertür. Okay. Haben wir da irgendwas verpasst? Also, gestern wolltest du David doch noch im Wind schießen. Das ist nicht so, wie es aussieht. David hat mir nur bei dem Modell geholfen. Also das war mir runtergefallen und völlig kaputt. Ich habe gedacht, ich krieg das gar nicht mehr hin, aber David hat die ganze Nacht mit mir daran gearbeitet. Und das ist doch total nett von ihm. Das würde er doch bestimmt nicht machen, wenn er nicht, also wenn ich ihm nicht doch irgendwas bedeuten würde, oder? Was meint ihr?
Ja, alles auf Anfang, ne? Ja, du machst dich nämlich schon wieder verrückt. Also ich will dich ja gar nicht runterholen, aber ich kann mich noch gut an eine Zeit erinnern, wo du dieses ganze Wille nicht Ja, Theater du hast recht. Aber weißt du, was der Fehler war? Jetzt kommt's. Dass ich die ganze Zeit gegrübelt habe. Damit ist jetzt Schluss. Ich mache mich nicht mehr verrückt und stell sonst was an, damit er mich bemerkt. Ich lasse die Dinge einfach auf mich zukommen. Kluges Mädchen. Los, komm, Kaffee trinken. Hey, Hey? alles in Ordnung? Ja. Ich habe nur gerade an Gregor gedacht. Tut mir echt leid. Ich hätte dir natürlich sagen müssen, dass er öfter herkommt, um Rebecca zu sehen. Ich hab's einfach verpennt. Das macht doch nichts. Das hätte ja auch nichts daran geändert, wie es heute Morgen gelaufen ist. Außerdem hat er ja eigentlich ganz gut reagiert. Also ich meine, darauf, dass wir jetzt ein Paar sind. Vielleicht hilft es ihm ja sogar, dass er jetzt auch wieder jemanden hat. Ja. Hi. Hast du mir Netty to go? Ich dachte, du wolltest in die Uni. Ja, will ich auch. Aber ich hatte Sehnsucht. Nach einem Kaffee. Klar, wonach auch sonst. Ich hatte halt wirklich Angst, dass er vielleicht nie wieder einer Frau vertrauen kann. Also ich finde, im Grunde haben die beiden noch sehr glücklich gewirkt. Ich würde mir so wünschen, dass er sich wieder verliebt hat. So, hier. Danke. Sag mal, das mit Leonard und Sarah, das war schon ein Schock für dich, oder? Wieso? Naja, ich könnte es ja verstehen. Schließlich war Sarah deine Frau. Und dass sie und Leonard jetzt so richtig zusammen sind, Das war irgendwie zu erwarten. Ja, klar war ich anfangs überrascht, die beiden zu sehen. Aber was Sarah macht und was nicht, das ist mir völlig egal. wirklich. Ja, sollen die beiden von mir aus glücklich werden. Es geht mich nichts mehr an und eigentlich stört es mich auch nicht. Weil ich mit dir glücklich bin. Also ich weiß, ich kann nicht erwarten, dass er mir jemals wieder verzeiht, aber vielleicht kriegen wir es ja auf die Reihe, dass wir irgendwann wieder sowas wie einen annähernd normalen Umgang miteinander haben. Am besten, ich fahr gleich hin und rede mit ihm. Mach das. Okay, ich muss jetzt auch los. Ja, viel Spaß bei deinem Nähkurs. Wie Nähkurs. Habe ich Nikos gesagt? Ich meinte das nicht so. Du Stardesignerin. Schon besser. Hallo, schöne Frau. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber heute hat mal David das Bad blockiert. David, sind er und Judith jetzt, oder? Keine Ahnung, die Ansage, die ändert sich stündlich. Ja, ist doch nicht so, dass es mich interessieren würde. Aber gut, ich gehe oben die Bestelllisten checken. Viel Erfolg hier unten. Wolltest du wirklich hier frühstücken oder nur von oben flüchten? Mann, David hat Judith nur bei diesem Modell geholfen. Das ist hier runtergefallen. Ich weiß, ich war dabei. Ich kam mir trotzdem überflüssig vor. Das heißt doch noch lange nicht, dass aus den beiden was wird. Er hat dir die ganze Nacht bei diesem Teil geholfen. Vielleicht ist er doch nicht so ein Arsch, wie ich dachte, und ihm liegt wirklich was an ihr. Konstantin, guck mal. Super. Gratuliere. Dann viel Glück bei der Punktevergabe. Ja, danke. Und überhaupt viel Glück. Und? Wir haben Hannes wieder. Schön, dass du dich so für uns freust. Wir haben das Sorgerecht vorerst auf Probe. Streitmann kann jederzeit unangemeldet vorbeikommen. Deswegen wäre ich dir ziemlich dankbar, wenn du dich von meinem Mann fernhältst. Wenn ich Hannes deinetwegen wieder verliere, bist du tot, Capisce? Wo ist der Junge überhaupt? Mit dem Kindermädchen im Park, was geht dich das eigentlich an? Deine Zeit als Vormund ist ja zum Glück vorbei. Ich kann nur hoffen, dass das Gericht die richtige Entscheidung getroffen hat. Wo kann denn ein Kind besser aufgehoben sein als bei seiner Mutter?
Ich hol den Kleinen. Kommst du mit oder bleibst du bei deiner Gespielin? Je weniger der Kleine mit dir allein ist, desto besser. Für Ansgar freut es mich natürlich, aber ich verstehe nicht, wie das Gericht dieser Person das Sorgerecht zurückgeben konnte. Wenn Tanja Oberwasser hat, ist sie noch unerträglicher als sonst. Du hier. Ja, mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Hallo. Darf ich reinkommen? Was gibt's denn? Ich habe nicht wirklich viel Zeit. Ja, setz dich doch. Nein, danke. Das mit heute Morgen, das tut mir Ich leid. weiß nicht, was du meinst. Dass du auf die Weise von Leonard und mir... Na, ihr zwei könnt machen, was ihr wollt. Danke. Das ist sehr, sehr großherzig von dir. Ich weiß, wie sehr ich dich verletzt habe, als ich mit Leonard... Was soll denn das jetzt werden? Bist du gekommen, um noch ein bisschen in der Wunde zu stochern? Nein, 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 natürlich nicht. Ich möchte nur, dass du weißt, wie leid mir das alles tut und wie sehr ich mich schäme. Und ich würde mir wünschen, dass ich dir verzeihe, ja? So? Hey, vergiss es! Was du mir angetan hast, dass du mir das Herz rausgerissen hast. Das kann man nicht einfach so entschuldigen. Geht nicht. ich weiß, ich will doch auch nur... Ja, du willst mit Leonard in den Sonnenuntergang reiten. Warum hat Jana euch verziehen? Warum? Das verstehe ich bis heute nicht. Aber eins steht fest. Von mir wirst du das nicht hören. So ein Schwamm drüber oder... Hey, schon vergessen. Niemals! Die nächsten paar Stunden haben wir erstmal Ruhe vor Tanja. Sie ist oben bei Hannes. Die nächsten paar Stunden vielleicht. Und was ist dann? Du hast doch gesehen, wie sie sich aufgeführt hat. Nathalie, es tut mir leid, das kann ich dir im Moment nicht ersparen. Wir müssen jetzt einfach Ruhe bewahren. Das sagst du so. Tanja ist schuld, dass ich mit dem Trinken angefangen habe. Sie hat mir vorgemacht, dass ich Hannes auf dem Gewissen habe und sie hat mich ins Gefängnis gebracht, damit du sie heiratest. Hör zu, wenn Annegret Und was ist, wenn das nie passiert? Dann werden wir Tanja nie los. Doch, wir werden sie los, das verspreche ich dir. Ja, und wie? Ansgar von Lahnstein, das ist ja wunderbar. Eine Sekunde, das ist die Klinik. Annegret ist aufgewacht und sie ist klar. Jetzt ist Tanja fällig. David! Eine glatte 1. Mein Prof war total begeistert. Vor allem das Treppenhaus, das du gerettet hast, von der Super. Eine postmoderne Reminiszenz an die Gotik, hat er gesagt. Ich wusste doch, die Arbeit lohnt sich. Danke. Ohne deine Hilfe hätte ich das nie geschafft. Ach was, das war doch gar nichts. Doch, allein hätte ich ja nicht mal angefangen, das Ding zu kitten. Du bist einfach